Als nächstes schauen wir uns die Mungbohnen an, die übrigens bei unserem Sprossenzucht 2er und 3er Set enthalten sind. Die Zucht von Mungbohnen ist eigentlich identisch mit der des Broccoli. Um ein volles Glas Mungbohnen zu züchten, brauchst du 1 bis 2 Esslöffel Samen. Zuerst wäschst du die Samen wieder gründlich durch. Danach lässt du die Samen genau wie beim Broccoli 8 bis 12 Stunden einweichen. Tue das wieder an einem dunklen Ort, denn auch Mungbohnen sind Dunkelkeimer. Am nächsten Tag bzw. nach 8 bis 12 Stunden gießt du das Wasser ab und spülst es mit lauwarmem Wasser noch einmal durch. Anschließend stellst du das Glas schräg auf den Ständer, so kann das restliche Wasser einfach in die Keramikschale abtropfen. Das Wachstum der Mungbohnensprossen kann nun endlich beginnen. Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist das Sprossenglas morgens und abends bis zur Ernte einmal mit sauberem und lauwarmem Wasser durchzuspülen. Da es sich bei Mungbohnen um Dunkelkeimer handelt, solltest du das Sprossenglas bis zur Keimung der Samen weiterhin an einem dunklen Ort aufbewahren. Die Keimung der Bohnenpflänzchen beginnt nach ca. 2 bis 3 Tagen. Sobald die Keimung begonnen hat, solltest du das Glas wieder an einen hellen Ort stellen. Mungbohnensprossen sind meistens nach 3 bis 5 Tagen bereit für die Ernte. Nimm das Glas aus der Vorrichtung heraus und spüle es wie gewohnt mit sauberem Wasser durch. Die fertigen Sprossen können aus dem Glas entnommen werden. Reinige die Sprossen noch einmal nachträglich in einer großen Schüssel, damit sich auch die Faserwurzeln und Samenhülsen von den Sprossen trennen.